Wie klingt das eigentlich, wenn ich zu einem modernen klassischen Konzert gehe? Aber warum klingt das so komisch? Und gibt es wirklich Leute, die das genießen? Heute wollen wir uns die moderne Klassik mal genauer anschauen und haben uns dafür einen ganz besonderen Musikexperten ins Boot geholt. Ich sag nur so viel, er trägt ein Halsband und will viel gestreichelt werden. Das ist Sound & Science. Für viele ist Klassik alles, was mit einem Orchester gespielt wird. Streng genommen ist Klassik aber nur europäische Musik von 1730 bis 1830. Aber selbst die Profis im Gewandhaus sehen das nicht so eng. Umgangssprachlich benutzt man den Begriff eben auch für Musik, die kurz davor oder eben danach entstanden ist und nicht aus Europa kommt. Dass also diese klassische Zeit als Sammelbegriff für alle Arten von Kunstmusik herhalten muss, hat einen ganz einfachen Grund. Haydn, Mozart und Beethoven, die kennt jeder. Und die haben so einen Eindruck hinterlassen, dass man ihre Zeit, die Klassik, zum goldenen Zeitalter erklärt hat. Und das hat funktioniert, oder? Egal, ob ihr ein Instrument spielt oder nicht, ihr habt garantiert schon mal von diesen dreien gehört. Die werden auch hier im Gewandhaus immer mal wieder gespielt. Aber moderne Musik kommt auch dazu. Was spielt das Orchester eigentlich lieber? Das frage ich jetzt mal denjenigen, der hier für die Ideen und neuen Wege und vor allem für das Musizieren verantwortlich ist. Und zwar den Gewandhauskapellmeister Andres Nelsons. Herr Nelsons, wie fühlt sich das an, ein zeitgenössisches Stück zu spielen? Das ist ja jedes Mal wie eine Weltpremiere, oder? Ja, das ist immer was Besonderes. Jedes Stück wurde irgendwann mal zum ersten Mal gespielt. Das ist dann fast wie mit einem Neugeborenen. Man weiß nicht, was aus dem Stück wird, ob es eine starke emotionale Reaktion hervorruft. Das kann man nur schwierig vorhersagen. Ist es schon mal passiert, dass Sie bei einem neuen Stück dem Komponisten sagen mussten, das ist ja eine schöne Idee, aber das können wir so nicht spielen? Tatsächlich passiert das häufiger, ja. Es kommt vor, dass manche Teile extrem schwierig oder quasi unmöglich zu spielen sind. Aber ein guter Komponist weiß auch, was spielbar ist und was nicht. Für mich persönlich ist das Wichtigste, dass es eine bestimmte Atmosphäre gibt, einen emotionalen Grund, warum das Stück komponiert und performt wird. Es muss etwas ausdrücken wollen und vom Herzen kommen. Und von dort geht es dann erst durch den Verstand. So ein Stück ist wie eine Frucht, die man presst. Erst mit dem Pressen kommt da dieser wunderbare Saft raus, quasi die pure Essenz. Aber wenn man ein Musikstück nur nach den Noten auf dem Papier spielt, also ohne Emotion, dann bleibt das Stück quasi ungepresst. Welche Art von Musik den Spielplan dominiert, bestimmt aber auch einfach die Art des Ensembles. Das Gewandhaus hier in Leipzig gibt es schon seit 1781. Und da man hier natürlich auch ein bisschen bei der Tradition bleibt, spielt das Gewandhausorchester eben oft Stücke, die schon etwas älter sind. Das heißt aber nicht, dass keine moderne Klassik hier gespielt wird, wie wir sie am Anfang gehört haben. Und das klingt irgendwie ganz anders als das, was man so typischerweise mit einem Orchester verbinden würde. Und jetzt mal ganz blöd gefragt, kann man das überhaupt richtig genießen? Das Spannende ist, dass Komponistinnen und Komponisten in der neuen Musik oft das machen, was wir hier bei Sound & Science nämlich auch gerne tun, experimentieren. Da gibt es sogar ein Werk, das nicht nur 4 Violinen, sondern auch noch 4 Helikopter ins Ensemble holt. Ja, tatsächlich. Und dann gibt es sogar ein Stück, bei dem einfach keine einzige Note gespielt wird. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch gerne dieses Video hier mal an. Und diese Kreativität sieht man auch, wenn man sich die Notenblätter von manchen Stücken anschaut. Die sehen manchmal eher aus wie abstrakte Kunst. Muss aber auch nicht sein. Es kommt immer darauf an, welche Gedanken und Gefühle man in seiner Musik ausdrücken möchte. Das kann dann mal total klassisch klingen oder eben überhaupt nicht. Bei solchen Stücken werden gerne mal einige Regeln gebrochen. Das bedeutet für uns Zuhörer aber auch, dass man die Regeln oder die Geschichte dahinter erstmal kennen muss. Und wenn man das eben nicht weiß, dann klingt das manchmal richtig strange. Aber keine Sorge, wir geben euch jetzt einen schnellen Crashkurs, damit ihr nach diesem Video die neue Musik ein bisschen besser versteht. Oder zumindest versteht, was Leute daran eigentlich so interessant finden und genießen. Und da wollen wir uns jetzt ein Stück mal genauer ansehen, das, glaube ich, ganz gut zeigt, was neue Komponisten für coole Ideen haben. Und das tun wir hier im Mendelssohn-Saal des Gewandhausorchesters. Das hier ist In C von Terry Riley.
Das gilt als erstes Stück der Minimal Music. Minimal kennen wahrscheinlich viele aus dem Techno. Und tatsächlich sehen sich viele Minimal DJs als Weiterführung der klassischen Minimal Music. Was aber sowohl Techno als auch die Kunstmusik gemeinsam haben, ist wenig Harmonien und vor allem Stellen, die sich die ganze Zeit wiederholen. Und das ist auch bei In C so. Am besten spielt man das mit 35 Musikerinnen und Musikern. Aber es geht auch mit weniger und es ist witzigerweise total egal, welche Instrumente mitspielen. Insgesamt hat das Stück 53 Phrasen, also 53 Tonfolgen. Das Interessante hier ist, dass jede Phrase beliebig oft wiederholt werden kann. Das heißt, jeder Musiker entscheidet selber, wann es weitergeht. Es entsteht Chaos. Aber genau das ist auch gewollt. Dadurch hat In C übrigens auch keine bestimmte Länge. Alles zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden kann passieren und ist jedes Mal aufs Neue individuell, wenn es vorgeführt wird. Okay, also ganz platt gesagt ist In C sowas wie ein Baukasten für ein Konzert. Und um das mal live in Aktion zu sehen, haben wir einen ganz besonderen Experten organisiert. Sein Terminkalender ist ziemlich voll. Er ist kurz davor, schon wieder Gassi zu gehen. Deswegen schalten wir jetzt mal live nach Köln, wo Finlay gerade die Musiker zusammenstellt. Genau, da bin ich auch schon. Hallo Lisa. Wir haben hier einen ganz besonderen Musikexperten, wie du schon gesagt hast. Herzlich willkommen, Finlay. Herzlich willkommen, guten Tag, lieber Experte. Sehr schön, dass Sie heute da sind. Sie werden also gleich das Ensemble auswählen, ja? Wunderbar, freut mich sehr. Dann fangen Sie doch einfach mal an. Meine Damen und Herren, es geht jetzt gleich los. Unser Experte braucht wirklich absolute Stille. Bitte bleiben Sie ruhig im Publikum. Alles wartet hier nur noch auf das Signal der Schiedsrichter. Dann wird es ernst. Finlay muss sich dann für einen Teller entscheiden, links oder rechts. Und da ist das Signal. Finlay prescht nach vorne und es ist der linke Teller, meine Damen und Herren, der linke Teller. Und der erste Teller des Abends ist die Marimba. Meine Damen und Herren, es geht in die nächste Runde. Es bleibt und wird weiterhin spannend. Geben die Schiedsrichter ihr Go. Es geht los und die Wahl fällt wieder auf den linken Teller, meine Damen und Herren. Ist das zu fassen? Und wir haben ein Klavier. Es geht hier immer weiter und weiter. Die nächsten Paarungen an Instrumenten werden schon vorbereitet. Unfassbar, diesmal ist es der rechte Teller. Das Englischhorn. Die Bassklarinette. Bassflöte. Wie immer heißt es links oder rechts? Links oder rechts, meine Damen und Herren. Kontrabass. Trompete. Die Geige. Endlich mal ein Instrument, das ich kenne. Und das letzte Instrument im Ensemble ist die Bratsche. Also Lisa, das ist unser Ensemble. Das war's hier live aus Köln. Wir sehen uns jetzt wieder in Leipzig. Ui, da bin ich ja schon wieder. Okay, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Aber gut, wir vertrauen mal Finlay und seiner kreativen Ader. Der weiß schon, was er tut. Und ich würde sagen, wir bereiten genau das jetzt vor und hören uns das dann mal an, oder? Ja. Vielleicht im Film könnte man sich das eventuell vorstellen. Was für eine Szene siehst du gerade, wenn du das hörst? Ich habe tatsächlich also beim ersten Durchlauf eine Autobahn gehört, wo immer eine Fliege vor die Scheibe gematscht ist. Genau. So in dem Takt? Nee, das waren dann eher so diese ganz komischen Momente in der Geige, wo so klingt dann wie so eine abschmirgelnde Fliege irgendwie. Da hatte ich zwischenzeitlich mal dieses Bild von, ich fahre so durch die Nacht oder so, oder bei Regen und es geht immer geradeaus, so total rhythmisch und irgendwas passiert immer so, kommt irgendwie da rein vor die Scheibe. So, das hatte ich so ein Bild. Hattest du ein Bild? Weißt du, an welchen Film ich gedacht habe? Nee. Catch Me If You Can. Okay. Den habe ich die ganze Zeit dran gedacht, weil der hat nämlich auch solche Elemente drin. Ja. Und das ist dieses Verfolgende, dieses immer wieder weiterrennen, immer weiterlaufen. Und der Rhythmus ging auch immer und immer weiter. Ja. Spannend auf jeden Fall.
Nenne mir Stichworte zu diesem Stück. Stichworte, einzelne, okay. Es war rhythmisch, es war unglaublich rhythmisch, es war überraschend und neu. Also es war ja immer wieder was, hat sich immer wieder was Neues ergeben und entwickelt und hervorgetan. Ich glaube, also wenn man es jetzt wirklich hingeschrieben hätte, dann würde man das so nicht schreiben. Es gab immer wieder Momente, wo du sagst, okay, es war jetzt nicht ganz so harmonisch und da passt nicht ganz so zusammen. Aber dann gab es auch immer wieder Momente, die waren überraschend. Da war es was Neues, da hat sich was entwickelt, da hat sich was ergeben, wo ich denke, wow, auf einmal kommen wir wieder wo rein und es kommt was Neues. Es war irgendwie wie so ein Experiment. Ne? Ich fand es zwischenzeitlich so total chaotisch. Und dann kamen wieder so Momente, wo man dachte, irgendwie jetzt nimmt das so einen Pfad ein. Da hatte ich so das Gefühl, okay, da sind wir wieder auf der Autobahn, das macht wieder Sinn. So. Und danach war es wieder so, wo sind wir eigentlich? Ja. Aber irgendwie ganz cool. Also wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt, weiß, was der Hintergrund ist und so das als Experiment sieht, fand ich es echt sehr interessant. Ja, denke ich auch. Also ich fand es auch cool, dass es so Jazz-Elemente hatte, dass jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden kann, werde ich jetzt lauter, werde ich leiser, in welchem Takt spiele ich, wann setze ich ein. Ja, manche haben hier angefangen zu tanzen, ne? Ja. Muss man ja auch mal sagen. Das ist cool. Ja, cool. War echt cool. Interessant. Ich würde es jetzt nicht zu Hause im Wohnzimmer hören. Würde man sich jetzt nicht so zum Kochen irgendwie anhören oder so? Genau, man muss schon wissen, was der Hintergrund davon ist. Aber dann ist es wirklich was Spannendes. Das war auf jeden Fall etwas ganz anderes als das, was ich hier sonst so vom Orchester gehört habe. Und ohne das Wissen über dieses Stück wäre ich echt verwirrt gewesen. Aber das zeigt vor allem eins, bei neuer Musik gibt es viel mehr als einfach nur den Hörgenuss. Der Kontext ist genauso wichtig. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, was drumherum passiert, dann kann so ein Konzert wirklich Spaß machen. Und auch ganz wichtig, nur weil etwas neu und modern ist, heißt es noch lange nicht, dass es total abgefahren und verrückt sein muss. Ein super Beispiel dafür ist das Genre der Filmmusik. The Mandalorian, Interstellar oder Ziemlich beste Freunde haben zum Beispiel alle super coole Soundtracks, die ganz klassisch mit dem Orchester gespielt werden. Also, seid mutig. Und wenn ihr Lust habt, neue Musik mal live zu sehen, gibt es hier im Gewandhaus zum Beispiel oft Aufführungen, die neu und alt zusammenführen. Man kriegt also einerseits wortwörtlich klassische Konzerterfahrung und dann auch noch mal etwas ganz Neues. Wie sich das hier im großen Saal anfühlt, das haben wir in diesem Video hier getestet. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und bis dahin, stay classy, bleibt klassisch, eure Lisa.